Hallo und willkommen zum Online-Kurs von Permendo. Mein Name ist Nathalie Botsch und heute geht es um das Thema Schlafgesundheit. Wer kennt es nicht? Dieses Denken, wenn man sich doch wieder mal umdreht, ich kann einfach nicht einschlafen und nur noch 5 Stunden, noch 4 Stunden, noch 3 Stunden, bis der Wecker klingelt. Wahrscheinlich ist es häufiger der Fall, als zu denken, herrlich, der Wecker klingelt und meine 10 Stunden sind heute Morgen voll geworden. Das Thema Schlaf ist ein sehr interessantes Thema, was sehr viele Menschen unterschiedlich wahrnehmen, wo es aber auch mehr Probleme gibt, als viele wissen. Und gerade auch aus Grund dieser Thematik wollen wir uns das ganze Thema Schlaf, Schlafstörungen, aber auch Einschlafhilfen etwas näher zusammen anschauen. Erstmal ein paar wissenswerte Fakten zum Thema Schlaf. Laut einer Studie schlafen 83% der Deutschen täglich zwischen 5 und 8 Stunden. Da diese Spannweite 5 bis 8 jetzt auch eine Spannweite eben ist es mit 83% dann auch relativ gut abgedeckt. 80% der Deutschen sind an Arbeitstagen wohl vor Mitternacht im Bett. Jetzt können Sie mal überlegen, ob Sie dazugehören oder nicht. 2/3 gehen wohl zu festen Zeiten ins Bett. Das heißt, da variiert es jetzt nicht in einer Spannweite von 9 bis 1 Uhr morgens, sondern eher zu sagen, man geht wirklich regelmäßig um 10, halb 11, 11, wie auch immer, ins Bett. Außerdem wurde gezeigt, wer gesund ist, sprich, wer keine körperlichen oder psychischen Beschwerden hat, keine Schmerzen, schläft schneller ein. Aber auch jeder Dritte gibt an, schon mal Schlafprobleme gehabt zu haben oder akut zu haben. Bevor wir jetzt darauf eingehen, wie wir vielleicht Schlafproblematiken verhindern können, denen vorbeugen können und unsere Schlafqualität verbessern können, erstmal ein paar allgemeine Informationen zum Thema Schlaf. Schlaf ist ein Zustand erstmal der äußeren Ruhe. Äußerlich, körperlich, wenn man sich eine schlafende Person anschaut, bewegt sich da wirklich nicht viel. Dementsprechend ist eine körperliche äußere Ruhe erstmal offensichtlich oder objektiv sichtbar. Schlaf wird dann aber trotz allem in 2 Formen unterschieden. Und zwar nicht nur in Pauschalschlaf, sondern einmal den sogenannten REM oder auch REM-Schlaf und ganz einfach den Non-REM-Schlaf. REM-Schlaf steht, das ist für das Englische das Wort REM für Rapid Eye Movement, das heißt eigentlich nur schnelle Augenbewegung. Und da gehen wir jetzt im Folgenden noch drauf ein. Denn dieser REM-Schlaf ist im Endeffekt eine von 4 verschiedenen Schlafzyklen oder eben Schlafphasen. Und pro Nacht durchlaufen wir von 4 bis 7 wiederkehrende Schlafzyklen. Und ein Zyklus beinhaltet eben die angesprochenen 4 Schlafphasen. Die erste Schlafphase ist die sogenannte N1 oder auch Einschlafphase. Das ist im Endeffekt ungefähr ein 15-minütiger Zeitraum, in der wir uns auf das zur Ruhe kommen einstellen oder auch auf das Schlafen eben vorbereiten. Der Puls wird ein bisschen ruhiger, die Atmung wird ein bisschen tiefer und es ist so der Zeitpunkt, wenn wir zum Beispiel sitzen, wo uns jetzt kurzzeitig mal der Kopf wegknickt oder auch die Augen zufallen, wo wir uns im Endeffekt von der Wachphase in die Einschlafphase begeben und dann auch eigentlich, wie gesagt, in einem Rahmen von 15 Minuten uns auf den Schlaf, auf die zweite Schlafphase sozusagen einstimmen. Die zweite Schlafphase, N2, ist der stabile Schlaf. Beim stabilen Schlaf kommt es jetzt schon zu einer Muskelentspannung. Das heißt, vorher in der Einschlafphase vielleicht noch angezogene Arme oder Beine lassen jetzt locker. Die Muskulatur entspannt sich, Beine, Arme fallen entspannt zur Seite ab. Und diese stabile Schlafphase macht ungefähr die Hälfte der Gesamtzeit des Schlafes aus. Man kommt immer mehr in einen Ruhezustand, die Atmung wird immer noch tiefer und etwas langsamer. Schlafphase 3 oder auch N3 ist der sogenannte Tiefschlaf. In der Tiefschlafphase kommt es zur eigentlichen Regeneration. Das heißt, es kommt zu körperlichen Regenerationsprozessen. Das Gehirn lernt, das heißt, in dieser Schlafphase nimmt man auch zuvor Gelerntes wirklich im Gehirn besser wahr, beziehungsweise nein, man nimmt es nicht richtig wahr, sondern es wird besser abgespeichert. Es wird sozusagen
im Gehirn anders positioniert und auch verankert. Da kommen im Endeffekt auch Erinnerungen oder auch Merkprozesse zustande. In dieser Phase fällt auch übrigens das Aufwachen am schwersten. Das bedeutet, wenn man jetzt gerade in dieser Phase zufällig jemanden aufwachen wecken möchte oder wenn in dieser Phase leider gerade der Wecker klingelt, dann fällt es einem extremst schwer, dann da auch richtig wach zu werden und man fühlt sich geräderter, als wenn man jetzt in einer anderen Schlafphase aufgeweckt werden würde. Diese Tiefschlafphase geht im Endeffekt auch nur 20 Minuten. Da sich im Endeffekt diese Schlafzyklen ja wiederholen, kommt die Tiefschlafphase auch öfter im Rahmen des gesamten Nachtschlafes vor. Allerdings bleibt sie nur 20 Minuten konstant und wechselt dann in die R-Schlafphase. Das ist der REM-Schlaf. Da ist das Gehirn jetzt am aktivsten, nicht in Form von Speicherungsprozessen, sondern im Hinblick auf Träume. Interessanterweise haben wir in dieser Phase zwar die größte Gehirnaktivität, auch da bewegen sich nämlich die Augen entsprechend ganz schnell und rapide von rechts nach links, daher auch der Name Rapid Eye Movement, aber unsere restliche Muskulatur, abgesehen von der Augenmuskulatur, fällt mehr oder weniger in eine sogenannte Schlaflähmung. Denn gerade weil unser Körper oder unser Geist dort sehr aktiv träumt, wäre es fatal, wenn wir in so einer Phase anfangen würden zu schlafwandeln oder sonstiges, weil wir dann eventuell, wenn wir uns gerade in einer sehr aktiven Traumphase befinden, um uns schlagen oder auch sehr heftige Bewegungen ausführen würden. Dementsprechend ist in dieser REM-Schlafphase zwar die Traumregion des Gehirns sehr aktiv, aber das muskuläre System ist da eher auf kompletter Spar- oder eben Lähmungsspanne getrimmt, um Verletzungen zu vermeiden. Und das heißt, diese 4 Schlafphasen von Einschlafphase, stabilem Schlaf, Tiefschlaf und Rapid Eye Movement Phase, die wiederholen sich im Laufe einer Nacht, wenn man so möchte, ungefähr 4 bis 7 Mal, je nachdem, wie viele Stunden man eben schläft. Wie aber jetzt das individuelle Schlafverhalten aussieht, das heißt, wie lange ich schlafe, aber auch wann ich ins Bett gehe und wie viel ich schlafe, hängt auch von unterschiedlichen Schlaftypen ab oder was ich eben für einen Schlaftyp bin. Früher gab es eigentlich nur 2 gängige Schlaftypen, was man im Volksmund kannte. Das war die klassische Eule oder eben die Lerche. Die Eule, das sind dann eher Menschen, die sehr spät ins Bett gehen und nachtaktiv sind, und die Lerchen, die eher früh ins Bett gehen, aber dafür auch wieder sehr früh wach sind. Jetzt hat sich ein Schlafforscher gedacht, vielleicht könnten wir das alles noch ein bisschen ausdifferenzieren und hat aus 2 ganze 4 Schlaftypen gemacht. Da wäre jetzt einmal der Löwe. Das wäre der erste Schlaftyp. Der Löwe ist der klassische Frühaufsteher. Diese Menschen sind morgens wach und auch sehr produktiv. Drücken wahrscheinlich nicht die Schlummertaste des Weckers, sondern springen sofort auf, genießen den Tag und fangen sofort an mit ihrer Kreativität oder eben ihrem Schaffensdrang. Allerdings werden die Löwen auch nachmittags dann schon müde und gehen auch abends sehr früh schlafen. Das komplette Gegenteil wäre der Wolf-Schlaftyp. Wolf ist jemand, den man klassischerweise als Morgenmuffel bezeichnen würde. Solche Leute stehen in der Regel am liebsten erst nach 11 Uhr auf, gehen aber auch nie vor Mitternacht ins Bett. Und den richtigen Energieschub und die Arbeitsproduktivität kommt so gegen 19 Uhr. Dann hätte man den Delfin. Der Delfin ist ein Mensch, der nachts sehr häufig aufwacht. Geht wahrscheinlich schon ein bisschen früher ins Bett, aber wacht eben häufiger in der Nacht auf und fühlt sich deswegen am nächsten Tag sehr häufig müde. Und diese Müdigkeit kann sich dann auch über den Tagesverlauf sehr ziehen. Der Delfin geht auch ungefähr vor Mitternacht jetzt ins Bett, nicht ganz so spät wie der Wolf. Und je nachdem, wie gut er dann die Nacht durchschläft, steht er dann eben einmal früher auf oder mal später. Was diesen Charakter aber kennzeichnet, sind einfach, dass es keine langen Durchschlafphasen gibt und sich die Müdigkeit dadurch leider über den Tag zieht. Und der 4. Schlaftyp wäre der Bär. Der Bär ist ein Mensch, der sehr gerne und sehr viel schläft und auch immer das Gefühl hat, er hat eigentlich viel zu wenig geschlafen, egal wie viel er schläft. Das ist jemand, der morgens gerne mal die Schlummertaste drückt und auch hier eher mittags sein produktives Hoch hat. Wenn wir uns jetzt mal dem Thema Schlafstörungen widmen, schauen wir uns erstmal an,
was sind denn die Ursachen eigentlich für Schlafstörungen oder was können Ursachen sein? Einerseits sind es körperliche Ursachen, die da auftreten könnten, ganz einfach gesprochen, wenn ich Schmerzen habe. Wenn ich chronische oder akute Schmerzen habe, werde ich wahrscheinlich eher Probleme haben, über diesen Schmerz hinaus einschlafen zu können, als wenn ich schmerzfrei wäre. Es gibt aber auch körperliche Symptome, die das Einschlafen sehr schwer machen. Ein Beispiel wäre das Restless Leg Syndrom oder einfach das Syndrom, dass mein Bein sehr unruhig ist, dass ich sozusagen nervlich bedingte Muskelzuckungen habe und deswegen auch sehr schwer habe, überhaupt einzuschlafen. Abgesehen von körperlichen Ursachen können natürlich auch psychische Ursachen zu Schlafstörungen führen. Zum Beispiel, wenn ich einfach sehr hohe Stressbelastung habe, wenn ich lange grübel oder wenn mich Sorgen einfach nicht zum Einschlafen, wenn wir Sorgen es einfach nicht ermöglichen einzuschlafen und sich meine Gedanken einfach ständig um einen und denselben Gedanken drehen. Das könnten auch mögliche Ursachen von Schlafstörungen sein. Dann natürlich aber auch Sachen, für die ich vielleicht gar nichts kann oder die ich nicht beeinflussen kann, nämlich Umwelteinflüsse und äußere Umstände. Das kann Lärm sein, der von der Straße kommt. Das kann aber auch mein Arbeitsumfeld sein, wenn ich beispielsweise in der Schichtarbeit arbeite und so mein ganzer körperlicher Rhythmus, mein Biorhythmus auseinandergerät, dass mein Körper gar nicht mehr weiß, wann ist es jetzt Zeit zu schlafen, wann nicht. Oder dass ich einfach durch Licht gestört werde und es morgens nicht nur Lärm, also laut, sondern auch sehr hell in meinem Zimmer ist. Es kann aber auch sowas sein, dass die Matratze einfach nicht passt oder die Temperatur nicht stimmt. Auch solche Sachen können zu Schlafstörungen führen, können die Ursache von Schlafstörungen sein. Psychische Erkrankungen sind nicht außer Acht zu lassen. Depressionen, Angststörungen oder auch hier krankhaftes sich um etwas sorgen, können einem wirklich den Schlaf rauben. Und auch nicht zu vergessen sind Medikamente. Je nachdem, was ich für Medikamente nehme, können die erhebliche Auswirkungen auf mein gesamtes Schlafverhalten haben. Und auch hier lohnt sich das übrigens mal, wirklich auch genau zu schauen, wenn ich an Schlafstörungen leide, was könnte denn der Grund sein? Sind es Gedanken, die mich nicht zum Schlafen bringen? Sind es körperliche Beschwerden oder Schmerzen? Ist es mein Umfeld im Schlafzimmer? Oder sind es wirklich Medikamente, die ich vielleicht noch gar nicht so lange nehme, aber wenn ich drüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich seitdem wirklich schlechter schlafe. Und das ist der erste Schritt, um mal zu schauen, wo setzt es denn bei mir an? Warum, wenn ich Schlafstörungen habe, was könnte denn für mich eine Ursache sein? Noch eine Möglichkeit, etwas tiefer in das Thema Schlafstörungen zu gehen und auch zu gucken, wie ich persönlich oder wo es persönlich bei mir daran liegt, wäre ein Schlaftagebuch zu führen, um nicht nur darüber nachzudenken als ersten Schritt, sondern auch mal konkret zu notieren, wie sieht mein Schlafverhalten aus und wie könnte ich es dementsprechend vielleicht auch verändern? Was sind Stellschrauben, die ich verändern könnte oder wo könnte es dran liegen? Zum Beispiel erstmal festzustellen, was ist denn die Art der Schlaflosigkeit? Bedeutet, kann ich vielleicht nicht einschlafen? Kann ich nicht durchschlafen? Oder wache ich einfach nur sehr, sehr früh auf? Und dann zu schauen, kann ich vielleicht da an der Uhrzeit ein bisschen was verändern? Wie sieht denn überhaupt meine Schlafstörung konkret aus? Dann auch die Schlafzeiten mal zu notieren. Das heißt, wie lange schlafe ich denn eigentlich am Stück? Und wann gehe ich ins Bett? Und auch hier, wann wache ich denn in der Regel auf? Dann mein Verhalten zu notieren. Was tue ich, wenn ich nicht schlafen kann? Bin ich jemand, der aktiv aufsteht, der dann anfängt zu bügeln oder zu putzen oder zu essen? Oder bleibe ich einfach so lange liegen, bis ich dann nach 2-3 Stunden doch einschlafe? Fange ich an zu grübeln? Denke ich gar nichts? Setze ich mich dann nachts ans Klavier? Einfach mal zu schauen, was tue ich denn eigentlich, wenn ich nicht schlafen kann? Und kann ich da mein Verhalten eventuell optimieren? Dann nach Begleitsymptomatiken Ausschau zu halten oder die im Endeffekt wahrzunehmen. Das heißt, wie ist denn überhaupt meine Atmung? Es gibt viele Leute, die haben die sogenannte Schlafapnoe. Das bedeutet, die wachen manchmal mit einem Inhalationsatemstoß auf, mitten in der Nacht, weil sie einfach auf einmal eine Atemaussetzer haben und davon wach werden. Ich kenne auch Leute, lustigerweise in der Familie, die wachen von ihrem eigenen Schnarchen auf. Da ist dann natürlich auch die Frage, was kann ich daran tun oder ändern? Oder hat vielleicht da auch das, was
mit meinem Schlafverhalten zu tun? Habe ich vielleicht eine erhöhte Herzfrequenz mitten in der Nacht, wenn ich aufwache, oder fange ich stark an zu schwitzen? Auch da zu schauen, was sind Begleiterscheinungen von meiner Schlaflosigkeit? Den Substanzkonsum ein bisschen im Auge zu behalten. Ich meine, wenn ich jetzt vorm Schlafengehen 3 Tassen Espresso trinke, ist es vielleicht nicht ganz so verwunderlich, dass ich eher Einschlafprobleme habe. Aber auch bei nicht ganz so offensichtlichen Sachen kann es zu Schlafproblemen führen. Ein sehr üppiges Mahl zum Beispiel kann auch dazu führen, dass ich nicht schlafen kann, oder vertrage ich vielleicht manche Lebensmittel nicht, wo ich vielleicht wo meine Verdauung vielleicht dann auch mit überlastet ist, dass ich erstmal nicht zum Schlafen komme, dass man auch mal sein Essverhalten so ein bisschen überprüft und zu schauen, kann ich da vielleicht was von optimieren. Dann auch Alkohol. Man sagt häufig, von Alkohol schläft man besser. Was stimmt? Man schläft schneller ein, mit Sicherheit oder mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber Alkohol behindert auch da den Durchschlafprozess. Auch da zu gucken, ist es vielleicht, verändert es was, wenn ich vielleicht vorm Schlafengehen mal den Alkoholkonsum reduziere. Eine Möglichkeit jetzt, den Schlafstörungen entgegenzuwirken oder etwas daran zu verändern an meinem Schlafverhalten, das in die bessere Richtung zu beeinflussen, wären Schlafrituale. Denn wenn ich meinem Körper gewisse Rituale antrainiere oder ihn auf gewisse Verhaltensweisen vorbereite, dann stimme ich sozusagen Gehirn und auch Körper darauf ein, aha, jetzt ist es Zeit, mich auf den Schlafrhythmus oder mich auf meine Schlafphase vorzubereiten. Und das hilft. Das ist wie mit vielen Gewohnheiten, die wir haben. Eine Gewohnheit, die ich regelmäßig durchführe, die erinnert mich an einen gewissen Zustand und führt mich zu einem bestimmten Verhalten hin. Und das können auch in Bezug auf Schlafrituale sein. So ist es beispielsweise hilfreich, wenn ich mich immer an die gleichen Zeiten halte, wann ich eben ins Bett gehe. Zum Beispiel, dass ich sage, ich gehe sozusagen immer um 10 Uhr ins Bett und versuche das jetzt einfach mal einzuhalten, sodass ich einfach dann auch meine Ernährung oder auch mein Freizeitverhalten dementsprechend anpasse. Sprich, wenn ich sage, ich möchte um 10 ins Bett gehen, um 22 Uhr, dass ich dann eben nicht um 21 Uhr noch einen Spinningkurs benutze, weil das dann vielleicht meinen Körper wieder komplett aus dem Gleichgewicht bringt. Das heißt, eine feste Uhrzeit, das könnte erstmal helfen, einen gewissen Rhythmus in meinen Schlafalltag reinzubekommen. Licht ist selbstverständlich ein hoher Faktor. Wenn ich Licht habe, vor allem blaues Licht, was auch viel über Bildschirme übertragen wird, das setzt in meinem Gehirn die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin kurzzeitig aus, beziehungsweise unterdrückt das. Das heißt, wenn ich sehr lange, sehr häufig und auch kurz vorm Schlafengehen in extensives blaues Licht starre, sprich noch Filme gucke oder auch in mein Smartphone schaue, dann macht es mir das Einschlafen schwerer, weil mein Schlafhormon einfach in dem Moment nicht produziert wird. Ne? Ein Tipp wäre da, zumindest mal den Blaulichtfilter einzuschalten oder im besten Fall dann auf ein Buch oder auf eine andere Tätigkeit, worauf ich denn schauen kann, zurückzugreifen. Temperatur ist auch noch wichtig, dass ich schaue, wie ist denn die Temperatur und mal darauf achte, vorher gut zu lüften, die Sauerstoffversorgung im Zimmer klarzustellen, einfach nochmal frische Luft durchziehen zu lassen und auch zu schauen, dass meine Temperatur nicht zu hoch oder zu niedrig ist, damit ich durch Frieren oder Schwitzen auch hier nicht vom Schlaf abgehalten werde. Elektronische Geräte möglichst kurz vorm Schlafengehen oder auch vielleicht mal eine Stunde vorm Schlafengehen weglegen. Dazu zählt auch vielleicht jetzt nicht den hochspannenden Thriller gucken, bevor ich eigentlich einschlafen möchte, weil das regt natürlich auch mein ganzes Gehirn und auch meine Fantasie und was auch immer an. Und auch gewisse Hormone werden ausgeschüttet, wenn ich was sehr Spannendes konsumiere, egal ob es ein Buch oder ein Film ist, um zu sagen, ich lege das jetzt wirklich mal bewusst zur Seite und beschäftige mich kurz vorm Schlafengehen eher mit etwas Beruhigendem, um mich auch so auf den Schlaf einzustimmen. Ernährung hatte ich schon gesagt, auch vielleicht kurz vorm Schlafengehen nicht mehr die üppigste Mahlzeit zu sich nehmen und das eher ein paar Stunden davor verlagern. Und Sport kann auch hier das Einschlafen fördern. Allerdings ist es auch hier wichtig zu schauen, welche Art von Sport. Ein hochintensives Training, wo ich mein gesamtes biologisches System und auch mein Herz nochmal bis zum Rand pushe, wird mich mit Sicherheit nicht eine halbe Stunde danach gut einschlafen lassen, weil mein Körper einfach eine gewisse Zeit braucht, um die Systeme wieder runterzufahren und um auch meine Hormonproduktion eher auf Ruhe einzustimmen.
Sportarten wie nochmal eine Runde spazieren gehen, Yoga, eher ruhigere Sportarten wären hier gut. Und wenn ich sage, ich muss mich nochmal richtig auspowern, das fördert selbstverständlich auch den Schlaf, dann vielleicht einfach ein paar Stunden schon, bevor ich eigentlich schlafen möchte. Denn natürlich ist auch hier, wenn ich meinen Körper richtig fordere, dass ich dann auch nach ein paar Stunden später entspannter und wahrscheinlich auch ausgeglichener einschlafen kann. Nur hier ist dann eben der Zeitpunkt zu beachten. Was ist denn aber jetzt, wenn trotz aller Maßnahmen und trotz allem Grübeln ich einfach meine Schlafstörungen noch beibehalte oder hin und wieder mal Schlafstörungen habe? Der einfachste und doch schwierigste Tipp oder Hinweis ist eben gelassen bleiben. Wenn ich nachts aufwache und einfach am liebsten mit den Fäusten gegen die Wand boxen würde, weil ich schon wieder nicht einschlafen kann, wird es vielleicht kurzzeitig mal eine Hilfe sein für 1 oder 2 Sekunden, aber langfristig gesehen bringt es nichts, wenn ich mich verrückt mache und jede halbe Stunde auf die Uhr schaue und noch mehr mich darum sorge, dass ja jetzt nur noch 4 Stunden über sind, bis der Wecker klingelt, noch 3,5, noch 3. Das wird im Endeffekt diese Aufregung mein Schlafverhalten nicht fördern. Deswegen, auch wenn es vielleicht jetzt so trivial klingt, einfach mal zu sagen, okay, es ist jetzt nicht gut, ich finde das auch nicht toll, ich kann aber gerade nicht schlafen und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann. Ich kann jetzt lesen, ich kann jetzt versuchen weiter zu schlafen, ich kann es so hinnehmen, wie es ist, aber das Gute ist, egal wann ich jetzt einschlafe und egal wie viel ich schlafe, ich werde den morgigen Tag trotzdem meistern und ich werde trotzdem in der Lage sein, die Dinge, die ich tun muss, irgendwie zu schaffen. Und mit diesem Bewusstsein, sich vielleicht selber ein bisschen mehr Gelassenheit zuzusprechen und zu sagen, es kommen auch wieder andere Nächte, wo ich besser schlafen werde. Dann versuchen, das persönliche Einschlafritual einzuhalten. Da kann man mal schauen, was einem auch persönlich am besten liegt, am besten taugt von den Hinweisen. Es kann auch die heiße Milch mit Honig sein oder das Schäfchen zählen und zu schauen, was kann ich denn tun und was hilft mir und das dann auch wirklich immer wieder zu praktizieren, um auch dann meinem Gehirn und meinem Körper dieses Ritual erstmal etwas anzutrainieren. Und auch die Priorität von Schlaf erhöhen. Wirklich zu sagen, nein, ich gucke jetzt die 5. Folge bei Netflix nicht, weil ich möchte jetzt früher schlafen. Oder ich nehme jetzt das Telefonat nicht mehr an und ich werde jetzt auch diese E-Mail nicht mehr beantworten, denn ich möchte heute früher ins Bett gehen und möchte einfach länger und besser schlafen. Und da einfach zu sagen, das hat für mich jetzt Priorität und ich schiebe das jetzt nicht wieder als allerletzte Priorität zur Seite. Was außerdem noch hilft, sind Entspannungstechniken, um besser einzuschlafen. Da gibt es jetzt verschiedene. Zu nennen wäre zum Beispiel das autogene Training. Das ist eine Autosuggestion, also ich sage mir selber etwas oder wiederhole etwas in meinem Kopf, damit es sich sozusagen dann selber auch in meinem Körper und meinem Geist ausbreitet. Beim autogenen Training arbeitet man mit den Begriffen der Ruhe, der Schwere und der Wärme. Das bedeutet, eine andere Stimme meistens sagt, autosuggestiv, ich bin ruhig, sehr ruhig und meine Muskulatur, verschiedene Muskelpartien, Arme, Beine, Oberkörper, Kopf, ist schwer und warm. Und durch dieses Wiederholen dieser Wörter, dass ich das quasi im Geist selber mitsage, wirkt sich dann auch diese Ruhe und diese Schwere und diese Wärme auf Körper und Geist aus. Wer jetzt sagt, das ist mir alles ein bisschen zu passiv, ich komme da nicht runter, da werde ich eher noch aggressiv oder unruhig bei, für den ist vielleicht eher die progressive Muskelrelaxation was. Dabei setze ich nämlich meinen Körper aktiv mit in die Entspannung ein. Bei der Muskelrelaxation ist es so, dass ich bewusst eine Muskelpartie anspanne. Beispielsweise wäre jetzt die Faust, dass ich sage, ich spanne meine Armmuskulatur an, halte das für eine gewisse Zeit und lasse dann bewusst locker. Darum geht es um den bewussten Unterschied zwischen aktiver Anspannung, aber dann auch bewusster Entspannung. Und das dann wieder zu lernen und auch umzusetzen und so den Körper auch mit in die Entspannung mit einzubeziehen. Yoga ist auch eine körperliche Form der Entspannung, wo ich in einem Bewegungsfluss verschiedene Dehnungen, verschiedene Positionen wechsle mit Abstimmung oder im Rahmen meiner Atmung. Das heißt, ich habe tiefe Ein- und Ausatemzyklen und wechsle dementsprechend flüssig meine Bewegungen. Und auch hier nicht verzweifeln, das ist eine Übungssache. Ich kann nicht erwarten, dass, wenn ich
keine von diesen Entspannungstechniken jemals gemacht habe, das von heute auf morgen klappt und ich auf einmal super entspannt bin, wenn ich es zum ersten Mal mache. Deswegen auch da haben Sie Geduld mit sich selber. Je öfter Sie das probieren, desto mehr werden Sie dann auch in diesen Techniken, je nachdem, welche Ihnen am meisten liegt, Entspannung finden. Eine ganz einfache Technik wäre noch die 4:6 Atemtechnik. 4:6, weil ich atme auf 4 Zählzeiten ein und auf 6 Zählzeiten aus. Das heißt, die Einatmung ist einfach immer kürzer als die Ausatmung. Man kann es auch auf 3:5 kürzen. Wichtig ist einfach der längere Ausatmungszyklus. Und das bewirkt, dass ich mich einerseits mit meinen Gedanken aufs Zählen konzentriere und nicht abschweife. Ich konzentriere mich auf die Atmung und dadurch, dass die Ausatmung länger ist, wird meine Atmung automatisch tiefer und ruhiger, was mich dann auch zu einem sehr entspannten, einschlaffördernden Zustand führen kann. Und wer sagt, nee, ich möchte eigentlich nur berieseln lassen, da schlafe ich am besten ein und will das aber nicht durchs Fernsehen tun lassen, könnte sich eine Fantasiereise aussuchen. Mit einer Kulisse, die einem am meisten zusagt, Wald, Strand, Stadt. Und in diesen Fantasiereisen werden häufig Geschichten vorgelesen, die die Sinne sehr stark mit einbeziehen. Sprich, was man fühlt, was man sieht, was man hört, was man riecht und dementsprechend sich dann auch wirklich auf etwas konzentriert und auch da die Gedanken mal schweifen lassen kann. In diesem Sinne, das waren jetzt sehr viele Anregungen zum Thema Schlaf, einige Informationen, einige Anregungen und ich hoffe, Sie konnten manches davon lernen und auch manches davon mitnehmen und in diesem Sinne heute Abend schlafen Sie gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.